Hi, ich durfte den IMU L11 Pro Max testen, Ich bin hier. einen fortschrittlichen Staubsaugerroboter mit Wischfunktion und Absaugstation, der zu Hause viel Arbeit abnimmt und dabei noch preiswert ist. Falls du den Kanal noch nicht kennst, ich teste und vergleiche die besten Produkte rund um Haus und Garten. Wie von Amazon gewohnt, wurde der Roboter schnell und problemlos geliefert. Im Lieferumfang sind neben dem Roboter und der Absaugstation auch Zubehör wie 2 Staubbeutel, eine Ersatzbürste, eine kleine Bürste inklusive Klinge und 2 Wischpads enthalten. Das Design und die technischen Spezifikationen. Für deine Übersicht blende ich dir die wichtigsten Eigenschaften und technischen Details hier ein. Der L11 Pro Max wirkt durch sein schwarzes Design sehr elegant und ist dank seiner kompakten Bauweise mit ca. 15 cm Durchmesser und 9,8 cm Höhe auch unter den meisten Möbeln einsetzbar. Er hat einen starken Akku mit 6400 mAh verbaut und 4000 Pascal Saugkraft. Die geupdatete Version, die du mittlerweile bekommst, kommt sogar mit 4500 Pascal Saugkraft, was schon sehr ordentlich für einen Saugroboter ist. Ausgestattet mit LiDAR-Navigation und 23 Sensoren zur fortschrittlichen Hindernisvermeidung, kann der Pro Max bis zu 3 Karten, also 3 Etagen, anlernen und reinigen. Hier siehst du gut, wie schnell sich der Laserturm immer wieder dreht und seine Umgebung scannt. Wenn du auf die Absaugstation achtest, kannst du den Laser sehen. Wie gut das funktioniert, erfährst du jetzt. Starte Staubsaugen. Die Ersteinrichtung und App-Funktionalitäten. Das Einrichten hat sehr gut funktioniert. Dafür musst du dir erstmal die IMU Live App herunterladen. Dann scannst du in der App den Barcode auf deiner Bedienungsanleitung und folgst den weiteren Anweisungen, um ihn mit deinem WLAN zu verbinden. Ist das erledigt, kannst du noch einen Namen vergeben und bevor es losgeht, wird die Firmware des Roboters noch auf den aktuellsten Stand gebracht. Jetzt geht es darum, dass der L11 Pro Max deine Räume kennenlernt. Schließe dabei Türen von Zimmern, in die er nicht rein soll, stelle alles, was den Scan stören könnte, hoch und drücke in der App auf Start. Der Roboter fährt erst die Wände des Raums ab und kümmert sich anschließend um die Raummitte. Hat er das erledigt, widmet er sich dem nächsten Raum so lange, bis er keine weiteren Räume mehr findet. Dabei merkt er sich die Hindernisse, denen er in dieser Zeit begegnet. Du siehst, insgesamt hat er für eine effektive Reinigungsfläche von 46 Quadratmetern genau 45 Minuten gebraucht und ist mit 79% Akku zu der Absaug- und Ladestation zurückgekehrt. Wenn die Karte erfolgreich erstellt wurde, kannst du sie benennen und bei Bedarf auch nur die einzelnen Räume ansteuern. Die dritte Option ist eine Flächenreinigung, bei der du Quadrate auf die Karte ziehen kannst, die gereinigt werden sollen. Der Roboter fährt dann auf direktem Wege zu dem ausgewählten Raum oder der Fläche. Neben der Reinigungsleistung und Wassermenge kannst du No-Go-Zonen und No-Mob-Zonen festlegen, auf denen nicht gesaugt oder gewischt werden soll. Du hast hier also die volle Kontrolle über den Reinigungsvorgang direkt von deinem Smartphone aus. In den allgemeinen Einstellungen kannst du die Sprache und die Lautstärke der Stimme einstellen. Ich bin hier. Den Teppich-Boost kannst du hier bei Bedarf deaktivieren. Du könntest den Roboter auch manuell mit der Fernbedienung in der App steuern. Der Nicht-Stören-Modus lohnt sich, wenn der Roboter einen Platz in deinem Schlafzimmer bekommt. Wenn du beispielsweise den Modus von 21 bis 8 Uhr aktivierst, schalten sich alle Lichter während diesem Zeitraum aus. Das hat bis jetzt super funktioniert. Insgesamt bietet die App alles, was das Herz begehrt. Du kannst die Reinigung bis ins Detail planen und anpassen. Dabei läuft sie stabil und ist sehr benutzerfreundlich. Kommen wir zum spannenden Teil, dem Alltagstest. Starten wir mit dem Staubsaugen. Bevor ich die Reinigung starte, stelle ich immer die Stühle auf den Tisch, räume Mülltonnen hoch und sämtliches aus dem Weg, was noch auf dem Boden liegt. Das ist natürlich gleichzeitig ein Riesenvorteil, weil man so auch immer wieder in der Wohnung für Ordnung sorgt. Man räumt alles vom Boden weg, damit man selbst nicht saugen muss. Die Raumselektion und die Möglichkeit, verschiedene Räume mit unterschiedlichen Einstellungen zu reinigen, machen ihn zu einem sehr flexiblen Gerät. Gerade an Stellen, an die man schlecht rankommt, wie unter dem Bett, ist der Saugroboter schon sehr dankbar. Aber auch Schränke und Tische arbeitet er sehr gut ab. Es gibt 3 Saugstufen, wobei die Standardstufe für den alltäglichen Staub meist ausreicht. Die höchste Stufe ist für maximale Leistung, während die niedrigste sehr leise ist. Der Roboter erhöht die Saugleistung automatisch auf Teppichen, es sei denn, sie sind als No-Go-Zonen markiert. Den Saugtest hat der L11 Pro Max definitiv zur vollsten Zufriedenheit bestanden.
Wir nutzen es alle 2 bis 3 Tage und halten dadurch wirklich ständig Ordnung in der Wohnung. Hier habe ich noch ein paar Tannennadeln und Blumenerde platziert. Die Tannennadeln schafft er sehr gut. Bei der Blumenerde schafft er nicht alles in einem Durchgang, dafür eignet sich eher der Handstaubsauger. Doch wie sieht es mit der Wischleistung aus? Ich hatte erst Bedenken, dass er irgendwo Wasser verliert, gerade weil ich den Teil noch nie getestet habe. Aber es ist wirklich sehr gut gelöst. Erst musst du den Tank lösen und den Mop-Aufsatz montieren. Staubbehälter entfernt. Dann füllst du Wasser ein und der Saugroboter erkennt automatisch, dass er jetzt für das Wischen ausgestattet ist. Staubbehälter zurück. Wischmodus aufrufen. In dem Moment schaltest du auch die Wischfunktion in der App frei und kannst auch hier individuell einstellen, ob und wie viel Wasser für die Räume verwendet werden soll. Ich lasse die Reinigung mit der Wischfunktion auf Stufe 2 für dich im Zeitraffer laufen. Man merkt, dass der Boden danach etwas feucht, aber auch nicht zu nass ist. Hier ist noch ein kleiner Härtetest, wenn er auf ein Hindernis wie einen Wäscheständer trifft. Erstmal fährt er sich fest und da dachte ich erst, das war's. Aber nein, er hat die Kraft und die Möglichkeit, sich selbst zu befreien und seine Arbeit fortzusetzen. Das heißt, du kannst ihn auch ohne ständige Beobachtung fahren lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass er sich festgefahren hat. Die Wartung. Jedes Mal, wenn der Roboter nach Hause in seine Absaug- und gleichzeitig Ladestation fährt, saugt er den aufgesammelten Schmutz direkt in einen Staubbeutel ab. Der Prozess ist für den Moment relativ laut, daher lass ihn lieber zu humanen Zeiten fahren, ohne Nachtschicht. Der Staubbeutel sollte dann ungefähr alle 60 Tage gewechselt werden, je nach Nutzung. Nach Fahrten mit dem Wischmopp würde ich dir empfehlen, den Mopp anschließend abzuziehen und separat zum Trocknen hinzulegen. Das hat einfach den Hintergrund, dass sonst der feuchte Mopp ständig Kontakt mit dem Boden an der Ladestation hat und so nicht ordentlich trocknen kann. Gerade bei Holzböden wird es sonst schnell zu Schäden kommen. Wird geladen. Falls sich Haare an der rotierenden Aufsammelbürste verfangen haben, kannst du sie gut und einfach mit der kleinen mitgelieferten Klinge entfernen. Mein Fazit. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem IMU L11 Pro Max. Ich habe keinen vergleichbaren Saugroboter in der Preisklasse gefunden, was es zu einer hervorragenden Wahl für alle macht, die nach einem leistungsfähigen, vielseitigen und benutzerfreundlichen Staubsaugerroboter suchen, der auch noch bezahlbar ist. Mit seinen intelligenten Funktionen, der App-Steuerung und der starken Reinigungsleistung bietet er in meinen Augen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade die Absaugstation macht das Entleeren des Staubbehälters super einfach und man muss sich nicht die Hände schmutzig machen. Mehr Leistung und Features brauche ich in der Realität nicht. Der Saugroboter wird in Deutschland momentan nur über eBay und Amazon verkauft. Wenn du dem Amazon-Link unten in der Videobeschreibung folgst und den derzeitigen Rabattcode aktivierst, landest du bei einem Preis unter 300 €, was das Gerät meiner Meinung nach auf jeden Fall wert ist. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare, ich werde sie dir zeitnah beantworten. Vielen Dank an IMU, dass ich den L11 Pro Max testen durfte. Dir vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß mit deinem neuen Staubsaugerroboter.